hast du Schwierigkeiten, den richtigen Fly Universe Server für dich zu picken? Dann solltest du jetzt dieses Video hier schauen. Nachdem ihr euch einen Account erstellt und euch angemeldet habt, kommt ihr auch schon in die Serverauswahl. Hier haben wir es jetzt so, dass Fly Universe ja ein Browser-Game ist. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass wir uns unterschiedliche Klienten runterladen müssen für unterschiedliche Sprachen und Versionen, sondern alles ist in der gleichen Auswahl, im gleichen Browser und wir können von einem Browser, von einem Account aus auf allen Servern spielen. Und wir haben auch schon eine Vorunterteilung hier in die verschiedenen Kontinente, Amerika, Europa und Asien. Das heißt, grundsätzlich erfolgt hier schon mal die größte Auswahl, die man treffen kann, weil es gibt zwar sehr viele Server insgesamt, oder was heißt sehr viele, aber es gibt einige Server, nur sind die halt auf die Kontinente eben aufgeteilt. Das heißt, wenn man sich jetzt schon mal sagt, okay, nein, ich spiele auf Europa, also ich bin Europäer, ich lebe in Europa, und ja, dann hat man schon mal eine wesentlich kleinere Auswahl. Jetzt kann man aber sagen zum Beispiel, aber ich bin jetzt jemand, ich will immer auf dem vollsten Server spielen, auf dem aktivsten Server, wenn es deswegen ein kleines bisschen laggt oder so, stört mich nicht so sehr. Ich will immer da spielen, wo am meisten los ist, ja, wo die meisten Leute sind, wo vielleicht der Main-Server ist sozusagen vom Spiel, also der Hauptserver oder was auch immer. Wenn man das dann vielleicht vorhat, dann sollte man auf jeden Fall diese paar Punkte, die wir jetzt besprechen, definitiv beachten. Gut für euch ist, dass ich mir persönlich immer die Aktivität des Servers angucke anhand der Top 1000 Global Rankings. Und was das bedeutet ist im Endeffekt, ich lese dort aus, wie aktiv ein Server ist anhand der Durchschnittslevel in den Top 1000. Und aus diesem Ranking kann man tatsächlich sehr viel ableiten. Und der erste Server, den wir uns angucken, Flarin Español, der ist sehr inaktiv. Der ist sogar so inaktiv, dass er früher aus 2 Servern bestand, die beide extrem inaktiv waren und zusammengemerged wurden, in der Hoffnung darauf, dass man einen etwas aktiveren Server kreiert. Ergebnis war, der Server ist immer noch extrem inaktiv und kaum jemand spielt dort leider. Hat auch nur 3 Channel. Ich glaube, es gibt keinen Server, der weniger als 3 Channel hat. Heißt also auch hier schon mal kein gutes Indiz. Wenn man jetzt nicht nur mit spanisch sprechenden Spielern agieren will oder spielen will, plus Hyping, by the way, weil es ja trotzdem in Südamerika, es ist nicht Spanien, sondern es ist Südamerika sozusagen, dann ist man hier wahrscheinlich nicht gut aufgehoben. Der zweite Server ist Mashpoi Englisch und das ist dann auch schon alles für den amerikanischen Kontinent. Also Fly ist jetzt nicht besonders riesig in Amerika, kann man fast sagen, anhand, dass es hier nur 2 Server gibt für Süd- und Nordamerika, was schon sehr viele Einwohner hat. Und Mashpoi ist auf jeden Fall deutlich aktiver als Flarin, da muss man sich keine Sorgen machen. Also dort ist auf jeden Fall sehr viel los, weil, wie gesagt, alle Amerikaner mehr oder weniger dort spielen. Und kann man auf jeden Fall machen, aber auch hier muss man halt bedenken, der Server befindet sich in Nordamerika und ihr seid dort einfach sehr weit von entfernt, wenn ihr zum Beispiel aus Deutschland spielt und ihr werdet dort permanenten Hyping haben, vermutlich um die 100, je nach eurer Internetleitung vielleicht ein kleines bisschen besser, aber ihr werdet dort extreme Setbacks haben, ihr werdet dort Posi-Bugs haben, Verzögerungen und einfach generell eine deutlich schlechtere Experience, als wenn ihr jetzt auf einem europäischen oder gar einem deutschen Server spielen würdet. Das solltet ihr auf jeden Fall bedenken. Bevor wir zum langweiligen Europa kommen, blicken wir noch nach Asien. Hier haben wir jetzt zwar relativ viele Server, die ersten 4 Server sind aber mehr oder weniger ein Bundle, das man hier zusammengefasst betrachten kann. Denn diese 4 Server befinden sich alle in Südostasien, das sind die Southeast Asia Server von Fly Universe. Mehr oder weniger kann man sie auch fast zusammenfassen unter den philippinischen Servern, weil die philippinische Community ist mit Abstand die größte in Asien und auch Südostasien folglich. Und deswegen haben die hier auch so viele Server. LaWolf ist zum Beispiel auch ein Server mit 6 Channeln. Ich glaube, Klarfan und Mia haben 4 oder 5, genau. LaWolf ist, glaube ich, der einzige Server in Fly Universe, der 6 Channel besitzt, was bombastisch ist. Und das Krasse ist, die brauchen sogar 6 Channel, weil dort so unfassbar viele Leute spielen. Also wenn ihr jemand seid, dem wirklich wichtig ist, dass einfach nur alles voller Leute ist, ja, aus welchen Gründen auch immer, der wird hier am besten aufgehoben sein, weil LaWolf ist tatsächlich der Server, wo mit Abstand die meisten Spieler spielen. Es ist der Most Competitive Server, was die High-Level-Bereiche angeht. Also sind die meisten High-Level-Spieler, die meisten Leute auf Maximallevel, das höchste Durchschnittslevel und so weiter und einfach extrem viele Spieler. Also da ist die Hölle auf Erden los, kann man fast sagen. Aber auch hier, der Server befindet sich, wie gesagt, in Südostasien. Das heißt, wenn ihr dort spielt, habt ihr wahrscheinlich einen 100er Ping. Wenn es blöd läuft, ein bisschen mehr als 100. Wenn es gut läuft, vielleicht ein kleines bisschen weniger als 100. Aber ihr werdet dort auf jeden Fall krasse Connection-Probleme haben. Beziehungsweise werdet ihr einfach den Unterschied merken zwischen dem deutschen Ping und dem asiatischen Ping. Also es wäre wirklich nur dann relevant für euch, wenn ihr wirklich den vollsten Server erwischen wollt. Stellvertretend für die anderen 3 steht eben LaWolf. Die anderen 3 Server sind mehr oder weniger das gleiche wie LaWolf, nur halt mit weniger Leuten. Also Klarfan ist basically auch wie LaWolf, alles genau gleich, nur mit weniger Leuten. Mia, gleiche wie LaWolf, nur mit weniger Leuten. Rises
das gleiche, nur mit weniger Leuten. Der Vorteil von diesen Servern oder von LaWolf zum Beispiel wäre jetzt aber, dass dort die Sprache grundsätzlich Englisch ist. Heißt nicht unbedingt, dass jeder dort Englisch spricht. Gibt natürlich einige Leute, die dort spielen und nicht vielleicht so gut Englisch können oder gar nicht Englisch können, keine Frage. Aber grundsätzlich kann man dort auf Englisch auf jeden Fall kommunizieren und ja, sollte grundsätzlich keine extremen Kommunikationsprobleme haben. Bei den anderen beiden Servern ist das natürlich etwas anderes. Der vorletzte Server hier in der Auswahl, der gerade blau unterlegt ist der japanische Server. Der japanische Server ist logischerweise in Japan, haha, wer hätte es gedacht. Und dort wird man natürlich mit Kommunikationsproblemen zu tun haben, wenn man selbst kein Japanisch sprechen, geschweige denn schreiben kann, also vor allem die Schriftzeichen überhaupt bilden zu können und so weiter, ist natürlich schon mal auch eine Grundvoraussetzung, überhaupt mit denen kommunizieren zu können dort. Heißt natürlich auch nicht zwingend, dass dort keiner Englisch spricht, aber dort wird es dann wahrscheinlich schon wirklich weniger sein. Also wenn man dort wirklich viele Leute wird man dort wahrscheinlich nicht antreffen, die Englisch sprechen. Höchstens wahrscheinlich Leute, die tatsächlich selbst gar keine Japaner sind, sondern einfach nur damals dort angefangen haben, weil es halt ein neuer Server war, als der rauskam. Und ja, schlecht ist hier aber, dass dort tatsächlich relativ wenige Leute spielen. Es ist einer der inaktivsten Server im ganzen Spiel. Heißt nicht, dass dort niemand spielt, der Server ist nicht tot, aber dort ist auf jeden Fall deutlich weniger los als zum Beispiel auf den 3 europäischen Servern oder auf den deutschen Servern zum Beispiel und extrem viel weniger los als zum Beispiel auf LaWolf. Also wenn man sich schon antun will, in Asien zu spielen, dann würde ich definitiv nicht auf dem japanischen Server spielen, sondern eher auf dem LaWolf-Server. Selbiges kann man aber nicht sagen über den untersten Server, das ist der Taiwan-Server. Kann man auch Schrägstrich chinesischer Server sagen. Es gibt zwar keinen offiziellen chinesischen Server, aber ich denke oder ich vermute mal, dass jeder Chinese, der Fly Universe spielt, eher auf dem Server spielen würde, da sie ja zumindest die gleiche Sprache sprechen. Und ja, würde einfach Sinn ergeben. Es gibt aber auch einige Chinesen, die auf LaWolf zum Beispiel spielen. Bei der Taiwan-Server kam wesentlich später, also auch einige Taiwaner wahrscheinlich, die auf LaWolf spielen. Und was dort besonders ist, es ist eine extreme krasse Grinder-Community. Also sie sind so ähnlich vom Mindset her wie die Leute auf LaWolf. Nur haben sie weniger Spieler auf jeden Fall. Also es ist eher zu vergleichen mit zum Beispiel dem deutschen Server. Also schon viel los, aber jetzt nicht extrem viel los. Und wie gesagt, eine extreme Grind-Mentalität, also die sind extrem aktiv, extrem am Grinden, hat man auch damals auf einem ersten internationalen Server, dem FEC-Server, gemerkt. Also die sind richtig krass am Suchten. Und ja, auch hier Sprachbarriere hat man auf jeden Fall, wird man wahrscheinlich mit Englisch nicht so ultra weit kommen, nicht so ultra viele Leute treffen, die das sprechen. Plus das gleiche Problem, auch hier wieder Hyping. Also wenn ihr dort unbedingt spielen wollen würdet, dann wahrscheinlich nur, wenn ihr gute Chinesischkenntnisse habt. Und damit kommen wir endlich in Europa an, den 3 europäischen Servern. Hier haben wir auf jeden Fall das Ping-Problem schon mal komplett gelöst. Die 3 Server, zumindest von Deutschland aus, sind auf jeden Fall gut erreichbar. Sollte fast keinen Unterschied machen, auf welchem Server ihr spielt, ping-technisch. Ich weiß nicht, wo der französische Server located ist, aber der deutsche und der Totemia-Server sollten beide in Frankfurt stehen oder von Frankfurt gehostet werden, whatever. Frankfurt ist ja generell so die Serverzentrale in Europa für die meisten Server. Und ja, wie gesagt, da hat man auf jeden Fall schon mal keine Probleme. Und dann haben wir hier den französischen Server. Der französische Server hat tatsächlich auch nur 3 Kanäle. Ehrlich gesagt, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Das sehe ich heute zum ersten Mal. Ist aber auch egal. Der französische Server ist leider ähnlich wie der südamerikanische Server sehr schwach von der Popularität her. Also da sind nicht viele Leute unterwegs, die haben sehr schlechte Durchschnittslevel, sehr wenige Leute im High-Level, also sehr wenige Leute auf Maximallevel, sehr wenige Leute, die im High-Level grinden und generell haben die so ein bisschen ihre Community leider an Totemia abgetreten, weil viele Leute haben halt relativ früh bemerkt, dass auf dem Server nicht allzu viel los ist und haben sich dann früher oder später dazu entschieden, eben auf Totemia nochmal, also umzusiedeln mehr oder weniger. Und entsprechend hat der französische Server darunter deutlich gelitten. Auch hier ist es das gleiche natürlich, Sprachbarriere nicht ganz so krass wahrscheinlich. Also ich denke mal, dort wird man schon einige Leute treffen, die zumindest Basic Englischkenntnisse haben. Wenn man selber Französisch kann, ist das wahrscheinlich ein Top-Punkt. Allerdings, wer halt auf volle Server steht, wird hier eher nicht auf seine Kosten kommen, weil dort, wie gesagt, wirklich deutlich weniger los ist als auf einigen anderen Servern. Dann haben wir den europäischen Server, europäisch-englischen Server. Das ist quasi das Gegenstück zu Mashpoi. Mashpoi war ja der nordamerikanisch-englische Server und Totemia ist quasi das Äquivalent in Europa halt. Einfach alles zusammenfassend, was nicht Deutsch oder Französisch ist. Also mehr oder weniger diese Sammelstelle für alle anderen Länder außer Deutschland und Frankreich mehr oder weniger. Und ja, Frankreich hätte man da wahrscheinlich mit aufnehmen sollen, weil wie gesagt, die Franzosen haben es nicht wirklich geschafft, einen eigenen Server auf die Beine zu stellen, der so viele Leute hostet, dass man sagen kann, okay, das war ein voller Erfolg. Genau, aber Totemia, dort ist auf jeden Fall sehr viel los. Wie gesagt, dort spielt im Endeffekt jeder, der nicht Deutscher oder Franzose ist.
Heißt nicht, dass dort keine Deutschen oder Franzosen sind, aber so vom Grundprinzip her zumindest. Und dort ist auf jeden Fall eine Menge los. Man hat, wie gesagt, einen guten Ping. Und man hat zwar natürlich auch wieder in Anführungszeichen, Probleme, weil man muss halt von Deutsch auf Englisch switchen. Man wird dort aber auch viele deutschsprachige Spieler finden. Das heißt, also wenn ihr gar kein Englisch könntet, rein theoretisch wäre es kein riesiges Problem. Aber die Handelssprache ist halt auf jeden Fall auf Englisch und nicht jeder dort spricht auf jeden Fall Deutsch. Also das muss man auf jeden Fall bedenken. Aber ansonsten kann man dort jetzt eigentlich nicht wirklich allgemeine also es gibt keine Ping-Probleme, es gibt keine richtigen Sprachprobleme und es gibt eigentlich keine Gründe dort nicht wirklich zu spielen, wenn ihr euch gegen den deutschen Server entscheidet. Die Frage ist jetzt aber, warum sollte man sich gegen den deutschen Server entscheiden? Und das ist eine Frage, die ich euch stelle, denn ich kann euch nur sagen, das Global Top 1000 Ranking habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ihr könnt auch gerne danach suchen, habe ich einige YouTube-Videos zu. Das neueste habe ich auch erst vor einer Woche hochgeladen. Und aus diesem Ranking kann man, wie gesagt, einiges ableiten. Natürlich nicht alles, man kann jetzt nicht die komplette Serveraktivität nur von wie viele Leute gibt es auf dem Level und was ist das Durchschnittslevel und so. Also nur daraus auf die komplette Population eines Servers zu schließen, wäre auch ein bisschen blauäugig, kann man sagen, keine Frage, deswegen mache ich das auch nicht. Aber es ist schon ein sehr gutes Indiz. Also das Ranking spiegelt schon in den meisten Fällen ziemlich genau das wider, was auf den Servern abgeht. Manchmal vielleicht nicht hundertprozentig, aber schon sehr stark. Und was ich nur sagen kann ist, Burudeng ist aktuell auf Platz 2, was die meisten Leute nach LaWolf, dem Riesenserver quasi, dem Mammut-Server sozusagen, dem Ur-Server, was die meisten Leute auf Maximallevel angeht, und auf Platz 3, was das höchste Durchschnittslevel angeht. Und das heißt, obwohl der Server nur aus Deutschland besteht oder theoretisch nur aus Deutschen besteht, können wir mit den internationalen Servern, wir sind zum Beispiel im Ranking besser als der komplette amerikanische Kontinent, also komplett Nordamerika, Südamerika, whatever, schneiden wir besser ab im Ranking und wir sind tatsächlich auch vor Totemia. Zwar nur knapp, aber obwohl Totemia quasi aus allen anderen europäischen und teilweise vielleicht sogar ein paar westasiatischen und nordafrikanischen Ländern oder so besteht, wirklich so eine Sammelstelle. Totemia ist diese Sammelstelle für alle, die quasi in der Mitte der Welt leben sozusagen und ja, nicht auf dem deutschen Server, nicht auf dem amerikanischen Server, nicht auf asiatischen Servern spielen. Und trotzdem schafft es Burudeng im Ranking vor ihnen zu liegen. Und wenn man sich auf Burudeng einloggt, dann wird man auch sehen, da ist nicht wenig los. Da ist ganz schön viel los. Flaris und Darkon, alles voller Shops, alles voller Spieler. Und da wird auch tatsächlich fett gegrindet. Das heißt, letztlich ist es eure Entscheidung, wollt ihr lieber den Server auf Deutsch spielen? Also das heißt, alles Nachrichten sind grundsätzlich auf Deutsch, die Leute sprechen Deutsch, die Handelssprache ist Deutsch, whatever. Ping ist perfekt, sage ich mal. Also ich meine, besseren Ping heißt nicht, dass ihr immer guten Ping habt, aber ihr könnt keinen besseren Ping haben im Endeffekt als auf dem deutschen Server, wenn ihr selbst in Deutschland wohnt zumindest. Oder sagt ihr aber, nein, ich will die Handelssprache auf Englisch, ich bin lieber mehr so ein bisschen international angelegt, ich will ja auch ein paar Leute aus anderen Ländern kennenlernen, pipapo, dann würde ich euch wahrscheinlich Totemia ans Herz legen. Wenn ihr sagt, ich bin gern mit Amerikanern zusammen, dann Amerika. Und wenn ihr sagt, hey, ich will auf dem größten Server spielen, die meisten Leute, der Ping ist mir vollkommen egal, dann LaWolf. Das wären meine Empfehlungen für euch, für diese Szenarien. Alles andere haben wir auch schon durchgesprochen. Habe ich alles zugesagt, was es zu wissen gibt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen, auf welchem Server ihr eure Flive Universe Reise starten solltet. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als danke vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flive Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.